Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, wir sind gerade, Dr. Reed ist unterwegs im neuen Krankenhaus. Unsere Dinge können wir... Ich würde jetzt meine Vampirfähigkeit nicht einsetzen. Ich sehe gerade oben, unser Leben ist so ein bisschen... ja, so ein bisschen schlechter, als es sein sollte. Also wir sind nicht zu 100% fit, aber wir können uns mit unserem eigenen Blut heilen, aber... Das würde ich mal eher vermeiden. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, das Krankenhaus kennenzulernen, indem wir jetzt Prospect, wie heißt das Krankenhaus? Prospect oder sonst irgendwie. Ich werde es mir schon irgendwann mal merken. Das ist jetzt die 5. Folge erst. Oh, wir haben wieder normale Folgen, ne? Ach, schön klassisches Let's Play. Ich freue mich noch immer. Oh, der Kerl, schön, dass er zurückgekommen ist. Aber das ist doch der Waffenschmuggler, oder ist das ein neuer? Nee, das ist der Waffenschmuggler. Ja, aber so kleines Fläschchen, das stört ihn gar nicht, dass wir da ein bisschen klauen. Ich würde mir gerne das Ding da hinten ansehen. Your city oder our city? You? Kann ich mal... Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Ja. Aber das ist doch der gleiche, ne? Ja. Zurück, Hinweis benötigt, persönliche Fragen können wir auch nichts. Handeln will ich mit dem auch nicht unbedingt. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt kann ich mir das Ding anschauen. Stadt. Also ihre Stadt braucht sie. Your city needs you, ja. Stadt. Sie. Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins der Epidemie. Ins Herz, ich vermute mal Herz, ne? In the heart of the flu epidemic, ja. Freiwillige machen den Unterschied. Ja. Wenigstens suchen sie hier Helfer und nicht irgendwie irgendwelche Krieger, ne? Oder halt Soldaten. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ich glaube, oh, so viel Blut. Ah nee, das ist kein Blut. Aber ich glaube, der Ort hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen, ne? Am Empfang arbeitet auch niemand. Okay, das sind neue Leute. Reden wir mal mit ihnen. Also das Spiel ist aktuell sehr viel Reden, ne? Sean Hampton. Oh, das ist der Typ, den wir ins Krankenhaus gebracht haben. Ich glaube, die haben gute Schmerzmittel, ne? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Ja. Erster Weltkrieg muss das gewesen sein, ne? Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Wie gefällt's hier denn? No? Ist gut das Krankenhaus? Werden Sie gut behandelt? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Ja, psychisch krank, ne? Also ist verständlich, ne? Ist verständlich. Wer behandelt Sie denn? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Oh Mann, das ist schon... ich glaube, das ist also psychisch recht schwer zu verkraften. Ne? Mal verwundet und alles mögliche und dann halt auf irgendeine Art entstellt und sonst irgendwas und damit mal klarkommen. Ne? Ich glaube, das ist für die Psyche richtig schwierig. Ne? Vielleicht kann ich was für ihn tun. Also der alte erschöpfte Arzt, ne? Dr. Tippett, mit dem wir in der letzten Folge gerade geredet haben. Ja, ist halt richtig schwierig, ne? Und wie gesagt, wenn man erschöpft ist und nicht mehr voll leistungsfähig ist, lässt man halt nach und hilft im Prinzip weniger, als wenn man sich mal ausruht und erholt ans Werk zurückgeht. Aber vielleicht kann ich mir helfen, dem guten alten Thomas. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills.
No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Ja, vielleicht psychisch bedingt, ne? So Hinweise benötigt. Persönliche Fragen. Ja, haben Sie eventuell haben Sie lange gedient? Sie waren ja an der Front, ne? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ja, wo er recht hat, hat er recht, ne? Die Offiziere verkriechen sich hinter den Tischen, während die Soldaten, ja, sich von deutschen Granaten das Gesicht wegsprengen lassen müssen. Goodbye for now, Mr. Elwood. Ja, armer Tropf, ne? Wo ist jetzt die andere hin? Oh Mann, so viele Verletzte, ne? Ah, da ist der Kerl, den wir eigentlich geliefert haben. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Dann fragen wir mal ein bisschen übers Leben in London natürlich. Über Tom Watts, ne? Wer war denn Tom Watts? War das der eine Typ? Do you know Tom Watts? The bartender Honey. from the Turtle. I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Ich muss mir irgendwann mal die Namen merken, aber mein Namensgedächtnis ist halt eins der schlechtesten, das ich kenne. Aber was meinst du jetzt mit Verzweiflung und Korruption? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Ja, der hat einen sehr starken Akzent, ne? Also der hat echt starken Akzent. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Okay. Aber Wahnsinn, William Bishops Versteck, ne? Das war der Typ, der ihn angegriffen hat. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Ja, okay. Warum hat er sie denn überhaupt entführt? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ein Patient hier, okay. Na, entweder sie sind ein Held oder ein Narr. Das liegt beides sehr nah aneinander. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Er versucht halt echt, ne? Das muss man schauen lassen. Er versucht halt immer das Gute im Menschen zu sehen. Auch bei so Trunkenbolden wie William. Es versucht das Gute zu sehen. Wie ist denn allgemein die Lage in den East End Docks? What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Ja, und wer führt die, hat die Gang sie denn bedroht? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Ja, so einen gewissen Respekt vor gewissen Leuten ist ja schön angebracht, auch wenn es Gesetzlose sind. Aber wer führt denn die Gang jetzt an? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Oh, Clay Cox, das war doch der Typ, den wir unten fast ausgesaugt haben.
Und verschont haben, das ist ein Gangleader? Okay. Können wir noch was... Oh, persönlich mal fragen. Was machten Sie beruflich? Also sind Sie jetzt Bischof oder keine Ahnung, irgendwie so ein Heiliger oder so? Oder keine Ahnung, ganz was anderes. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Ja, der rechte Pfad, ne, unserem Herrn, bla bla bla. Das ist halt schwierig, ne? Priester sind Sie aber keiner, oder? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber er verbringt gute Taten, wenn er halt eine Obdachlosenunterkunft betreibt und den Leuten helfen will. Ne? Also gute Intentionen, das muss man ihm lassen. Haben Sie denn das Kreuz gegen William Bishop eingesetzt? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Okay, er weiß also anscheinend nichts über die Vampire Bescheid und wie man die bekämpft, oder wie? Wie fühlen Sie sich jetzt nach dem Ganzen? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Ja, der gute alte Dotker, ne? Haben Sie schon Freunde gefunden? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Okay. Also, das Spiel ist aktuell sehr viel Gerede, ne? We'll talk again later. Aber man muss halt die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen kennenlernen, alles mögliche ist halt so ein zentraler Punkt, wie es mir scheint in diesem Spiel. Und ich finde, es baut halt relativ viel und gut Atmosphäre auf. Und man baut Beziehungen zu den Charakteren auf. Und das ist halt auch dieser Punkt, ne? Also die zwischenmenschlichen Beziehungen hier, man erfährt Sachen über die, hat ein neues Gesprächsthema und alles mögliche, finde ich sehr cool. Oh, was haben wir hier? Über den Gebrauch von Knoblauch und Holzpfählen. Geschätzte Brüder, ich will eure Aufmerksamkeit auf einen sehr wichtigen Punkt lenken. Den Gebrauch von Knoblauch zur Abwehr von Vampiren. Seien wir diesbezüglich ganz deutlich, Knoblauch wird uns niemals gegen diese Kreaturen beschützen. Es ist egal, wie frisch, stark oder stinkend er ist, Knoblauch ist als Verteidigung völlig nutzlos. Ich kann nicht genug betonen, wie schädlich dieser Roman von Bram Stoker war. Und ja, natürlich legt die Bevölkerung in slawischen Ländern Knoblauchzehen in die Särge. Ja, die Bewohner der Insel Santorin hängen Knoblauch in die Fenster. Es gäbe so viel über diesen Ort zu berichten. Und ich werde hoffentlich bald zurückkehren und die okkulten Bräuche dort erforschen. Doch macht man dies nicht, um die Lebenden vor dem Teufel zu bewahren. Die Toten sollen sich so ihrer Bosheit bewusst werden. Es ist ein Zeichen, nicht mehr und nicht weniger. Darum ja, inbrünstig ja. Tragt, zeigt und hängt Knoblauch auf und zeigt den Schatten, dass ihr keine Furcht kennt. Doch wenn ihr nach übernatürlichem Schutz sucht, so müsst ihr viel tiefer in den vergessenen Geheimnissen der okkulten Bräuche suchen. Hier liegt die Wahrheit, meine Brüder. Knoblauch vertreibt Vampire nicht, aber alle frischen Pflanzen verletzen sie. Es ist, als könnten ihre Körper die Berührung mit botanischen Elementen nicht verkraften. Ich habe gesehen, wie ein wilder Wulpe davonlief, als man ihn mit einer Rose schlug. Ja, vielleicht wegen der Dornen, ne? Einer einfachen Rose. Ich habe einen gewalttätigen Ekorn zu Boden gehen und um Gnade flehen sehen, als man ihn mit einem Holzpfahl traf. Ich weiß nicht, wieso es so effektiv ist, und ich würde meinen linken Arm hergeben, um die Antwort auf dieses Rätsel zu finden. Aber es bleibt trotzdem eine Tatsache, dass Vampire sehr empfindlich auf frische Kräuter, Pflanzen und Hölzer reagieren.
aus Im Angesicht der Schatten und wie und warum von Asher Taltry, Primas von St. Paulus. Ja, okay, so ein Holzpfahl, also da reagiert, glaube ich, jeder, auch normale Menschen, ein bisschen allergisch drauf, wenn man irgendwem einen Holzpfahl ins Herz reinrammt. Das könnte ein bisschen schmerzhaft sein, aber das mit den Kräutern, ja, und anscheinend gibt es noch mehr, ne? Das eine war ja so ein Skull und anscheinend gibt es noch mehr Unterarten. Er hat einen Ekorn zu Boden gehen sehen und auch einen Wulpen. Also es gibt anscheinend Skulls, Wulpen und Ekorns. Mal schauen, was wir da noch alles rausfinden werden. Schwäche der Vampire, ja. Knoblauch eher nicht. Holzpfähle, ja. Knoblauch ist einfach nur lecker. Und wenn jemand sagt, ein Knoblauchatem ist nicht sexy, dann hauch ihm ins Gesicht und sag ihm, Junge, du weißt doch gar nicht, was gut ist. Oder Mädchen. Ne? Je nachdem. Also wir müssen oben rauf, da ist unser Büro, aber ich würde mich gerne noch hier unten umsehen. Ach, der gute alte Mundschutz, wer kennt den noch? Ist noch gar nicht so lange her. Aber diese ganzen Pandemien gibt es ja immer wieder. Oh Mann, viele, viele Betten. Und jetzt stelle vor, einer hier in diesem großen Zimmer schnarcht. Heißt das Dr. Tippets? I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your neuer. arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Überbewerteter Pfuscher. Sympathischer Kerl, ne? Ein wirklich absolut sympathischer Kerl. Haben Sie ein Problem mit mir? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Oh, ein richtiger... Oh, come on. Kein Grund für derartige Anfeindungen. Eifersüchteleien werden Ihnen nichts nützen. Sie sollten Ihren Tonfall ändern. Eifersüchteleien werden Ihnen nichts nützen. Wir sind einfach besserer Arzt und vielleicht auch stehen ein bisschen mehr im Rampenlicht. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Klingt definitiv so, als wärst du nicht eifersüchtig, Junge, ne? Erzähl mir mal ein bisschen mehr über das Pembroke Hospital. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Oh, das klingt so, als wird dort ja Experimente an Menschen und Patienten durchführen, ne? Oha, oha. Haben Sie denn schlechte Erinnerungen an Ihre Zeit beim Militär? It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Wo er recht hat, hat er recht. Ich habe mir als Arzt meine Sporen verdient. I don't know what you've heard about me,
But I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Ich habe viele Leben gerettet. Kein Grund, mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Ne? Ich habe viele Leben gerettet. Und Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative. It is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Aber ohne es zu probieren, kann man keine Erkenntnisse gewinnen. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein Arzt oder was irgendwelche Methoden anwendet, experimentelle vielleicht, um ein Leben zu retten, das mit den gängigen Methoden ohnehin schon verloren wäre, und er nochmal versucht, mit experimentellen Methoden zu helfen, ist das wenig verwerflich, sondern eher einfach ein Versuch, ne? Es ist kein Ausnutzen oder sonst irgendwas, aber wenn wir mit dem bestehenden Wissen nicht helfen können, muss man halt Neues versuchen. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. Also vielleicht hat er damit ja nicht Dotka gemeint, sondern uns mit diesen experimentellen Methoden. What can I do for you, Doctor? Haben wir jetzt mit der schon, mit Dorothy. Achso, ja, okay, da haben wir nichts Neues. Nurse Crane. Also aktuelle Folge werden wir halt noch sehr, sehr viel quatschen mit den Leuten hier. Eventuell nächste auch noch. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Ja, wenigstens noch einer. Also, es klingt schon so ein bisschen, als wäre ein Fanboy, aber das andere war halt noch schlimmer, ne? Also, ja, verachtend schon fast. Erzähl mir mal ein bisschen über das Pembroke Hospital. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Warum ist Bluttransfusion hier so ein Thema? Ne? Es ist so ein zentrales Thema, die Bluttransfusion bei allen irgendwie. Sie wirken ein bisschen optimistisch, ne? You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Ja, solche Epidemien. Man lernt halt auch sehr, sehr, sehr viel dazu, ne? Also viele Erkenntnisse in der Wissenschaft und alles Mögliche, um diese Epidemie zu kämpfen. Und da erlangt man auch Wissen, das man in späteren Situationen anwenden kann. Was halt nicht alles negativ, also nicht alle Situationen haben nur Negatives an sich. Auch beschissene Situationen haben positive Aspekte an sich, ne? Also in jedem Fall zum Beispiel neues Wissen. Aber brauchen Sie eventuell meine Hilfe, Dr. Thoreau Strickland? Thor Strickland. Thor Strickland, alles klar. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay. Also ein bisschen besserer Laufbursche sind wir. Erzählen Sie mir, also werter Herr Strickland, erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future.
Erzählen Sie mir ein bisschen mehr von Ihren Experimenten. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Das auf alle Fälle, aber ich hoffe, du führst diese Experimente nicht ungewollt an irgendwelchen hilflosen Patienten aus, ne? Warum sind Sie überhaupt Arzt geworden? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Also das ist halt echt ein kleiner Fanboy, ein richtiger Schleimer, ne? Praktische Arbeit ist auslaugend. Schmeicheleien bringen nichts. You will obtain nothing from me by flattery, my young colleague. Oh, I was not flattering you, sir, not at all. Just clumsily expressing my sincere admiration. Mit Erfolg und Taten erreichst du einfach mehr als mit Arschkriecherei. Accurates Aversion ist gegen moderne Methoden, ne? Was hältst du denn davon? What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Na, sowas Ähnliches vermute ich auch, ne? Ohne Fortschritt können wir nicht besser werden. Persönliche Fragen. Fragen wir doch mal ein bisschen mehr über diese Bluttransfusionsmethode, ne? Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Okay. Erzählen Sie mir ein bisschen mehr über Mr. Fiddick's Story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Okay. Man muss halt immer objektiv bleiben, ne? This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Na, da hast du recht. Haben wir neue persönliche Fragen? Nee. Goodbye, Dr. Strickland. Oh, das ist der, von dem er gerade geredet hat, ne? Das ist der Kollege, von dem er gerade geredet hat. Und wenn man halt keinen wissenschaftlichen Fortschritt macht, ich habe gerade ein Video gesehen, heute, ironischerweise, wo es halt über das Thema Lobotomie ging, was wir jetzt zum Glück auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr machen. Und wenn wir keinen wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritt hätten und sich nicht Leute irgendwie anwenden, hätte es einerseits nie jemanden gegeben, der Lobotomien macht, aber andererseits würden wir sie wahrscheinlich heute noch machen. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly.
ist das ein Mr. Fiddick, der am Anfang gelogen hat, dass es ein Unfall gewesen sei, und der andere hat nur gesagt, irgendwas mit seinen er wollte seine Kinder schützen. Aber Ärzte erörtern ihren Fall, wieso denn das? Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Ja. Aber im Prinzip kommt es aufs Gleiche, ne? Also wo er recht hat, ne, sind ja auch Handwerker, nur ein bisschen andere, die mit anderen Sachen arbeiten. Erzählen Sie mir ein bisschen von sich. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Ja, es ist schon irgendwie klar, ne? Sonst könntest du nicht mal als einarmiger Bandit arbeiten. Aber erzähl mir mal ein bisschen was über das Krankenhaus, ne? Was hältst du denn davon? Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Ja. Auch wenn man von den aktuellen Grippefällen überfordert ist, ne, man versucht ja trotzdem sein Bestes, um allen zu helfen. Oh, wir können, weshalb die Schuldgefühle wegen ihrer Verletzung, das hat irgendwas mit seinen Kindern zu tun, ne? Fragen wir ihn halt mal. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Okay, warum ist die Frau gestorben? Warum sollte ihre Frau ihretwegen gestorben sein? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Aber deswegen kannst du dich doch nicht als schuldig, also, ne, come on, du hast doch keine Schuld daran, nur wegen dem Bombenangriff. Und warum haben Sie sich dann verletzt? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Na, schwierig, ne? Jetzt gibt er sich halt die Schuld, weil seine Frau bei einem Bombenangriff gestorben ist. Ist halt immer so diese Sache, hätte ich keine Doppelschicht gemacht, dann wäre meine Frau nicht gekommen, um mir Essen zu bringen, dann wäre sie nicht in den Angriff reingekommen, aber es sind halt alles so Spekulationen, hätte, Fahrradkette, ne? Aber am Ende sich für sowas selbst die Schuld geben, ist selbstzerstörerisch und führt zu nichts Gutem, ne? Jetzt können wir mal über den Tod ihrer Frau können wir noch mal ein bisschen reden. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Ja, so viele kamen durch die Bomben um, ne? I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Ja, selbst, also, so tragisch jedes einzelne Schicksal ist, ne? Man muss trotzdem nach vorne sehen und darf der Vergangenheit nicht zu sehr nachweinen, ne? Man darf natürlich traurig sein, aber wenn man, so wie er, in dieser Situation zu sehr an der Vergangenheit hängt, macht man die Gegenwart und die Zukunft dadurch auch nicht besser, vor allem für die Kinder, ne? Wenn man halt immer nur nachweint, oh, alles so schlimm, alles so kacke, ne? Man muss halt, auch wenn es beschissen ist, sich aufrichten, nach vorne sehen
Und in die Zukunft gehen und vor allem in der Gegenwart leben, ne? Und nicht in der Vergangenheit und dieser nachtrauern. Schwierig. Schwierig. Wie geht es denn Ihren Kindern, Mr. Fiddick? How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Na, das auf alle Fälle. Deswegen, du hast noch deine Kinder. Und nicht zu sehr in der Vergangenheit leben. I'll see you later. So, haben wir hier noch was? As for me, Können wir hier... Oh, wir können klauen. Sehr schön. Die Glasviolen, die brauchen sie bestimmt nicht. Ne? Es ist zwar Notzustand und alles mögliche. Ein unvollendeter Brief. Vom Pembroke Hospital, 2. November. Meine lieben... Oh, ist das von Mr. Fiddick? Meine lieben Kinder. Es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe. Aber es schmerzt höllisch. Allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen. Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich, ja, wie oft willst du noch sagen, wenn mein Arm, wenn, ne? Ja, ich verstehe, warum er aufgehört hat, den Brief zu schreiben. Warum er unvollendet ist. Und neuer Hinweis? Oh, können wir den letzten Hinweis mit ihm bereden? Good evening, Mr. Fiddick. Das würde ich jetzt nochmal schnell machen. any news about my operation? Wir sind halt mal wieder am Überziehen, aber sie machen sich Sorgen um ihre Familie? You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Ah, ist halt wenn so viel, also ein Angriff und Massensterben, ne? Ah, schwierig. Aber wir konnten alles nachfragen und gut, dass wir den Hinweis noch gefunden haben. So konnten wir alles rausfinden, was relevant war. Oh Mann, wir sehen echt nicht gut aus. So ein bisschen blutunterlaufene Augen. Also so frisch sehen wir aktuell nicht aus. Oh, werte Dame, ziehen Sie sich mal eine neue Schürze an. Also wenn Sie so bei den Patienten rumlaufen, das macht kein gutes Bild. Ach Gott, 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 Gott. Aber wir haben halt schon wieder überhaupt nicht überzogen. Ne? Weil es ist halt relativ gesprächsintensiv aktuell. Aber wir müssen ja die ganzen Sachen über die Leute herausfinden, weil... wie das Menü schon irgendwie gezeigt hat, es hängt sehr viel mit diesen zwischenmenschlichen Beziehungen zusammen und ich finde halt, es macht relativ eine gute Atmosphäre und ich finde halt die Vertonung auch sehr gut, ne? Sehr stimmig und alles mögliche, also die Stimmung kommt echt sehr gut rüber im Spiel, finde ich. Aber, na, vielleicht kommen wir in der nächsten Folge in unser Büro, ne? Das machen wir erst jetzt die zweite Folge, versuchen in unser Büro zu gehen. Aber wir verzetteln uns halt immer bei den Gesprächen und ja, wir verlieren uns da halt so ein bisschen. Aber deswegen nichtsdestotrotz, wir müssen weiter, dass wir endlich mal in unser Büro kommen und in unser neues. Ich bin gespannt, wie es da aussieht. Das werden wir hoffentlich in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö.